Welche Rechte haben Menschen und woher kommen diese? Wer darf Entscheidungen für andere treffen und mit welcher Berechtigung? Und wie kann eine Gesellschaftsstruktur die Bedürfnisse der Menschen erfüllen? Während der Umwälzungen der Französischen Revolution beschäftigten diese Fragen eine ganze Nation. Ende des 18. Jahrhunderts erlebte Europa einen tiefgreifenden geistigen und kulturellen Wandel, die sogenannte Aufklärung. Philosophen und Künstler setzten sich für Rationalität und Freiheit anstelle von Tradition und Religion ein. Das Aufstreben der Mittelschicht und der Buchdruck förderten politisches Bewusstsein und die amerikanische Revolution hatte aus einer einstigen englischen Kolonie eine unabhängige Republik gemacht. Frankreich, eines der größten und reichsten Länder Europas, wurde jedoch immer noch durch ein altes System von 3 starren sozialen Klassen, den Ständen, regiert. Der Monarch, König Ludwig XVI., stützte seine Autorität auf göttliches Recht und gewährte besondere Privilegien für den ersten und zweiten Stand, dem katholischen Klerus und dem Adel. Der dritte Stand, die Kaufleute und Handwerker sowie über 20 Millionen Bauern, hatte weit weniger Macht. Sie waren die einzigen, die Steuern zahlten, und zwar nicht nur an den König, sondern auch an die anderen Stände. In schlechten Erntejahren konnte die Besteuerung dazu führen, dass die Bauern hungerten, während König und Adel vom abgeschöpften Reichtum im Überfluss lebten. Aber als Frankreich wegen seiner Unterstützung der amerikanischen Revolution und des langjährigen Kriegs mit England in Schulden versank, musste Veränderung her. König Ludwig ernannte Jacques Necker zum Finanzminister. Dieser setzte Steuerreformen durch und erlangte durch Offenlegung der Staatsfinanzen Rückhalt in der Bevölkerung. Die königlichen Berater lehnten diese Maßnahmen allerdings strikt ab. Verzweifelt suchte der König nach einer Lösung und berief zum ersten Mal seit 175 Jahren eine Generalversammlung mit Vertretern der 3 Stände ein. Obwohl der dritte Stand 98% der Bevölkerung repräsentierte, war dessen Stimmenanteil genauso groß wie der anderen Stände. Natürlich stimmten die oberen Klassen dafür, ihre Privilegien zu behalten. Da er keine angemessene Mitsprache erhielt, spaltete sich der dritte Stand ab, erklärte sich zur Nationalversammlung und gelobte, mit oder ohne die anderen Stände eine neue Verfassung zu kreieren. König Ludwig befahl dem ersten und zweiten Stand, sich mit der Nationalversammlung zu treffen, aber er entließ auch Necker, den beliebten Finanzminister. Daraufhin stürmten tausende empörte Pariser mit sympathisierenden Soldaten das Bastille-Gefängnis, ein Symbol der königlichen Macht und ein großes Waffenlager. Die Revolution hatte begonnen. Der Aufstand erfasste das ganze Land und das Feudalsystem wurde abgeschafft. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die Nationalversammlung stellte eine damals radikale Idee dar. Die Rechte und Freiheiten des Einzelnen sind die Grundlage menschlichen Daseins und die Regierung ist nur dazu da, diese zu schützen. Viele Adlige flohen ins Ausland und flehten die dortigen Herrscher an, in Frankreich mit Gewalt die alte Ordnung wiederherzustellen. Obwohl Ludwig die Galionsfigur der konstitutionellen Monarchie blieb, fürchtete er um seine Zukunft. 1791 versuchte er, das Land zu verlassen, wurde aber gefasst. Der Fluchtversuch erschütterte das Vertrauen in den König. Dessen Familie wurde verhaftet und er selbst wegen Hochverrats angeklagt. Nach seinem Prozess wurde der einst verehrte König öffentlich enthauptet, was das Ende der 1000-jährigen Monarchie besiegelte und die Ausrufung der ersten französischen Republik am 21. September ermöglichte. Unter dem Motto Liberté, Égalité, Fraternité. 9 Monate später wurde Königin Marie Antoinette, eine Ausländerin, die wegen ihrer Extravaganz als Madame Déficit verspottet wurde, ebenfalls hingerichtet. Doch das war noch nicht das Ende der Revolution. Einige Anführer begnügten sich nicht mit einem Regierungswechsel, sondern wollten die Gesellschaft komplett umgestalten. Religion, Straßennamen und sogar den Kalender. Es bildeten sich mehrere Fraktionen. Und die extremistischen Jakobiner, geführt von Maximilien Robespierre, versuchten mit Terror jede noch so kleine Meinungsabweichung zu ersticken. Sie richteten über 20.000 Menschen hin, bis sie selbst gestürzt wurden. Währenddessen lag Frankreich im Krieg mit benachbarten Monarchien, die nicht wollten, dass sich die Revolution ausbreitet. Inmitten des Chaos übernahm ein General namens Napoleon Bonaparte das Kommando und wurde Kaiser, wobei er vorgab, die Werte der Revolution zu verteidigen.
Insgesamt brachte die Revolution in 10 Jahren 3 Verfassungen und 5 Regierungen hervor, gefolgt von Jahrzehnten des Wechsels zwischen Monarchie und Revolte, bis 1871 die nächste Republik entstand. Und obwohl wir die Ideale der Französischen Revolution feiern, ringen wir immer noch mit vielen der grundlegenden Fragen, die damals aufgeworfen wurden. Bereit, noch mehr zu lernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig!